Biresso mit 3 Worten, ich würde sagen, extrem cool und stark. Und es rundet jede Bierkarten im Angebot einfach ab. Das Einzige an dem Biresso ist, dass Biresso das einzige Bier ist, das nicht müde macht. Das war die Hauptidee, die Grundidee von Biresso. Später bin ich dann erst draufgekommen, dass er irrsinnig gut schmeckt. In Hirt habe ich den Taube kennengelernt und halt gehört, dass er eben da eine kleine Kaffeerösterei in St. Veit hat. Und so hat sich das entwickelt. Ich habe halt jemanden gesucht in Kärnten, der auf meine Bedürfnisse eingeht, weil er eben nicht zu groß ist, sondern wirklich genau das macht, was ich will. Und er ist da einfach perfekt. Also von der Qualität her, das passt einfach immer. Warum sind wir so ein gutes Paar? Ich habe den Norbert kennengelernt vor ein paar Jahren und ihm hat gedacht, was ich mache. Und wir haben dann Cafés durchgekostet. Er hat sich für meinen Blue Planet entschieden. Blue Planet ist eine Mischung aus Dominikanischer Republik, Peru und Äthiopien sind 3 biologische Cafés. Und vermutlich hat diese Kombi, seine Fröhlichkeit, sein Enthusiasmus, seine, wie soll ich sagen, Craziness, das wird es gewesen sein. Weil wenn sich 2 Wahnsinnige treffen, kann noch was Gutes rauskommen. Es wird geröstet, wir lassen ihn abkühlen, es wird dann der Kaffee runtergemahlen und der wird eigentlich noch warm ins Landsum gebracht. Das heißt, die kurzen Wege, diese Regionalität, die wir da haben, ich glaube, das ist das, was dem Bier auch noch den letzten Kick gibt, diese wirklich absolute Frische vom Kaffee her. Ja, Landsum ist mir schon ein Begriff gewesen, weil die halt wirklich Sachen machen, vor die anderen die Finger lassen. Ja, und halt auf einem Qualitätslevel, der wirklich für die Größe, die sie haben, eigentlich unerreicht ist. Und das brauche ich halt. Ohne der passenden Qualität brauche ich gar nicht anfangen oder weitermachen. wir sind ja grundsätzlich auf Bierspezialitäten eingespielt. Also wir haben ja schon sehr, sehr viele Bierstile umgesetzt. Da ist natürlich Biresso und das Rezept, das der Norbert sich überlegt hat, war natürlich eine Symbiose und das hat gepasst. Wir haben ein Basis-Pilsner-Malz als für die Schüttung, sprich die Malzkomposition, wird dann vervollständigt mit einigen Karamellmalze. Das ist einmal zum einen, um die Farbe und auch ein bisschen Karamelltöne im Bier zu haben. Wir machen einen speziellen Kaltauszug. Es ist eine spezielle Kaffeeröstung, die im Spiel ist. Es ist auch die Körnung, also sprich die Mahlung vom Kaffee ist entscheidend. Und das Ganze wird dann am Ende des Brauprozesses im Sudhaus hinzugefügt. Und das gibt dem ganzen Bier dann diese spezielle Note. Das Basisbier ist so ausgestaltet, dass der Protagonist sozusagen, der Kaffee, seine Bühne hat. Und das Schwierigste war natürlich, das Ganze in ein stimmiges Verhältnis zu bringen. Das heißt, das Bier soll nicht zu dominant sein, der Kaffee soll schön noch rauskommen. Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen sehr schön gelungen. Ja, der Feuerberg, der hat schon seit Jahren größere Bierkarten und wir versuchen auch unser Angebot immer wieder aktuell zu halten. Sind jetzt die letzten Jahre wieder stark auf den Kärntner Markt zurückgekommen, weil wir gesehen haben, wir haben so viele kleine Brauereien, die wir einfach unterstützen wollen. Und da ist einfach Biresso für uns ein Partner, der unser Angebot wirklich noch gut abrundet und der Gast eine richtige breite Produktpalette geboten kriegt bei uns.